Hier ist wieder die DEC 3000 AXP von 1992. In der Zwischenzeit habe ich interne Stereoboxen in den 5,25 Zoll Schacht eingebaut, was ich vor allem wegen dem J300 Sound & Motion Board gemacht habe und um weniger Kabel und Kram in meiner Wohnung zu haben. Unter dem Lautsprecherschacht leuchtet jetzt auch eine Festplatten-LED, die habe ich mit dem SCSI 2 SD Adapter verbunden. Das ist die V6-Version des Adapters mit einer 8 GB Speicherkarte. Die Pins für die LED musste ich erstmal aufs Board löten, unten rechts. Und so sieht es aus, wenn die LED dann leuchtet. Und hier ist das Board von hinten. Die Karte hat Ein- und Ausgänge für Audio und S-Video. Mit einem Adapter kann man auch Composite Video anschließen. Die DEC 3000 Serie ist nicht unbedingt für Multimedia gedacht. Zum Beispiel wird Audio nur durch den ISDN-Chip des Computers geregelt. Das heißt, es gibt höchstens eine Abtastrate von 8 kHz, was dem alten Telefonstandard entspricht. Und so sieht die Karte aus. Sie kann Audio in CD-Qualität abspielen und ist vor allem für Videokonferenzen und wissenschaftliche Anwendungen gedacht. Man kann auch alle möglichen Videogeräte wie Camcorder damit benutzen und die Videos auf dem Computer speichern und abspielen. Laut der Computer World Zeitschrift von 93 betrug der Preis $2.750. Auf der Unterseite ist der Stecker für den Turbo-Channel-Bus. Obwohl Turbo-Channel ein offener Standard ist, wurde er nur in Computern von Digital eingesetzt. Daher gibt es nur wenige Karten und viele sind selten und kaum zu bekommen. Und so sehen die beiden Hälften auseinandergebaut aus. Die beiden Boards sind über diesen Stecker miteinander verbunden. Erst einmal geht es um das rechte Board, auf dem ist der Audioteil der Erweiterungskarte enthalten. Der Audioteil besteht aus diesen Chips. Der Crystal CS4215 Analog Codec für analoge Audiosignale und der Motorola DSP 56401 Digital Codec für digitale Audiosignale. Beides geht in den Audioprozessor Motorola DSP 56001. Rechts daneben sind 3 SRAM-Chips zum Puffern der Daten. Zuletzt kommt der Audio Interface Controller ASIC, der Zugriff auf den Turbo Channel Bus hat und mit dem Video ASIC kommunizieren kann. Das waren die wichtigsten Komponenten im Audiobereich. Auf der anderen Seite sind 2 Videochips. Der CL550 JPEG Codec Chip von C-Cube, der für die Kompression und Dekompression der Videos zuständig ist, und der Video ASIC. Dieser Chip kontrolliert den JPEG-Codec-Chip, Videoram, Video-I/O, DMA-Kanäle, kommuniziert mit dem Audio-ASIC und hat ebenfalls Zugriff auf den Turbo-Channel-Bus. Dann gibt es da noch die obere Hälfte des Boards, wo die restlichen Videochips untergebracht sind. Für die analoge Ausgabe gibt es den Philips Video Encoder, der die digitalen Videos codiert. Für die analogen Videoeingänge ist der Video-Decoder-Chip zuständig, der durch 2 Analog-to-Digital-Converter-Chips unterstützt wird. Und danach kommt der digitale Videoscaler, der den Input in der Größe anpasst und filtert. Außerdem gibt es ca. 1 MB Videoram, um 2 Halbbilder eines Videos zwischenzuspeichern. Der JPEG-Codec-Chip braucht diesen Puffer unter anderem, da er den Datenstrom unter Umständen nicht schnell genug verarbeiten kann. Nachdem man den Computer eingeschaltet hat, sieht man links unten, welche Turbo-Channel-Slots belegt sind. Die J300 heißt hier AV300. Mit diesem Befehl bekommt man genauere Informationen und es gibt auch Befehle, um alle Komponenten der J300 zu testen. Mit dem SCSI 2 SD Adapter scheint der Computer noch Probleme in der Erkennung zu haben, aber das Betriebssystem bootet trotzdem ohne Probleme. Als Betriebssystem läuft Digital Unix 4.0e. Um die J300 auch benutzen zu können, muss man allerdings vorher unbedingt den Multimedia Service installieren. In den Audioausgang kommen die internen Lautsprecher. Das Kabel dafür habe ich durch das Gehäuseinnere gelegt und an die Eingänge schließe ich einen Nintendo 64 an. Dann starte ich das Alpha VCR-Programm, das im Multimedia-Ordner liegt. Dann noch ein Klick auf Live und man sieht den Video-Output der Konsole. Die Auflösung des Videos ist nie größer als 320 x 240 Pixel, was ungefähr die Auflösung der meisten Nintendo 64-Spiele ist. Die Größe des Videos kann unter Display Image Size vergrößert werden. Auch eine Fullscreen-Option gibt es.
Das Alpha VCR-Programm hat einige Optionen, zum Beispiel das Audioformat kann von 8 kHz Mono bis 48 kHz Stereo gewählt werden. Unter Playback und Record Live kann man zwischen PAL oder NTSC und Composite oder S-Video auswählen. Unter File-Settings gibt es einige Videocodecs zur Auswahl, zum Beispiel MJPEG, JPEG und unkomprimiertes YUV. Allerdings konnte ich diesen YUV-Codec noch nirgendwo abspielen. Ich habe mich mit all den Optionen noch nicht so beschäftigt. Zur Bildschirmaufnahme kann ich noch sagen, dass ich den Bildschirm oder den Desktop lieber mit einer Capture-Karte aufgenommen hätte, anstatt es mit meinem Smartphone abzufilmen, aber die DEC 3000er geben nur analoges RGB-Video aus. Und das kann, soweit ich weiß, mit gängigen Capture-Karten nicht aufgenommen werden. Ich habe mal Top nebenher laufen lassen. Bei doppelter Bildgröße im Live-Modus ist der Prozessor zu 80% ausgelastet. Das heißt, er ist zu 20% idle oder unausgelastet. Bei einfacher Bildgröße ist die CPU zu 60% ausgelastet. Für die Aufnahme eines Videos klickt man auf File, New und gibt Verzeichnis und Name der neuen Datei an. Dann nur noch auf Record drücken. Die Auslastung des Prozessors schwankt bei der Aufnahme zwischen 60 und 80%. Und auf jeden Fall sollte man während der Aufnahme nirgendwo herumklicken oder das Fenster verschieben wie hier, weil die CPU mit ihren 175 MHz sonst nicht mit der Aufnahme hinterherkommt. Natürlich kann das Ganze wieder abgespielt werden. Ich habe einige Probeaufnahmen unter User gespeichert. Hier fehlt noch die AVI-Dateiendung, an die muss man selber denken. Beim Abspielen des Videos kommt man auf 60% CPU-Auslastung. Also normalerweise läuft das immer flüssig. An dieser Stelle hakt es, weil ich während der Aufnahme das Fenster verschoben habe. Hier noch eine andere Aufnahme von Perfect Dark. Die Videos hier werden nur in 256 Farben angezeigt, was an der Grafikkarte liegt. Das ist einer dieser Standard-Grafikkarten, die nur 2 MB Frame-Buffer-Speicher haben. Aber es reicht für eine Auflösung von 1280 x 1024. Jetzt werde ich das Video mal auf meinen Linux-Rechner hochladen per FTP. Die Uploadzeit habe ich mal rausgeschnitten. Die DEC 3000er sind im Netzwerk nur 10 Megabit schnell. Das kann auch bei kleinen Videos ein Weilchen dauern. Und so sieht das Video auf meinem Linux-Rechner mit 24-Bit-Farben aus. Aus irgendeinem Grund stottert der Sound immer, wenn ich die Videos hier abspiele. Aber ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Die Aufnahmen sind wie gesagt nur 320 x 240 Pixel groß. Das ist ungefähr ein Viertel der normalen TV-Auflösung. Und wie man sieht, leidet die Bildqualität schon etwas. Aber mehr bekam man nicht zu dieser Zeit für $2.700. Trotzdem ist die J300 etwas Besonderes, da sie die Möglichkeiten, die man mit der DEC 3000 hat, erweitert und weil es so gut wie keine Informationen dazu im Internet gibt, außer den offiziellen Dokumenten von Digital. Darum wollte ich auch dieses bescheidene Video machen.